Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Stammholz zu holen fürs Sägewerk, um Dachlatten zu schneiden für die Dachsanierung. Wenn man eigenes Holz hat und ein Kleinsägewerk, kann man auch schnell sich selbst die benötigten Materialien schneiden. Also wenn ich jetzt die Dachlatten im Handel gekauft hätte, wären es ungefähr 800 € Kosten entstanden. Was jetzt durch das eigene Holz im eigenen Wald auch selbst aufgesägt werden soll in Dachlatten und dann halt auch direkt für die Dachsanierung verwendet wird. Hier, das ist jetzt schon trockenes Holz. Also muss ja nur bautrockenes Holz sein, muss jetzt nicht keine Schreinerware sein, das dann über Jahre abgelagert ist, aber hier haben wir halt Käferholz und für diese Dachlatten ist es halt wichtig, dass man eine gewisse Stärke halt hat. Aber wenn man jetzt aus dünneren Rundhölzern Dachlatten sägen wollte, das lohnt sich nicht, weil dann die ganze Einspannungsarbeit im Kleinsägewerk halt zu aufwendig wird und sich das nicht lohnt, der Zeitaufwand zu groß ist. Deshalb schon etwas stärkere, mindestens 3A, 3B oder hier haben wir ja auch schon 4B dabei, und das ist dann gut. Da könnte man natürlich Bohlen draus machen, auch teilweise schon, aber hier geht es ja um Dachlatten, um den Schnittaufwand zu reduzieren, und da werde ich jetzt die Rundhölzer, dieses eine ist noch ein bisschen lang, das werde ich noch abschneiden. Und jetzt hier die Rundhölzer dann auch verladen auf dem Anhänger. Geplant sind es jetzt hier 4 Meter lange Dachlatten zu machen. Und ja, das eine ist noch ein bisschen länger, muss ich mal gucken. Das dann entsprechend noch kürzen hier. Das Rundholz, was ich ausgesucht hatte, sieht nicht so schön aus, kann man nicht nutzen. Ich habe es halt 1 Meter aufgeschnitten, beziehungsweise 4 Meter Stamm jetzt abgeschnitten. Jetzt sieht man aber, dass halt hier schon
erhebliche Braunverfärbungen drin sind und ja, für Dachlatten nicht mehr zu gebrauchen ist. Also für Konstruktionsholz sowieso nicht mehr zu gebrauchen ist. Das heißt, ja, Fall für Meterholz zu machen, Brennholz machen. Leider. Das wäre ein schöner Stamm gewesen, aber wie man sieht, ist es halt schon das Bräune, hier die Rotfäule. Oder von außen kommt häufig auch die Braunfäule auch noch mit rein oder auch Weißfäule. Über die Rinde meistens. Ist zwar jetzt im Anfangsstadium noch nicht so kritisch, kann man noch Brennholz machen, aber als Konstruktionsholz ist es so nicht mehr geeignet. Hier sieht man schön, hier war noch zuletzt der Lebenssaft. Hier ist auch noch das feuchter Stelle, wo die noch Leben drin war. Ansonsten ist das alles tot abgestorben. Und schon die Fäule. Beim Wirken, ja. Traurig ist das. Ne? Also man muss halt immer. Es ist wirklich so. Momentan der Waldzustand ist traurig. Nur als traurig zu bezeichnen. Wirklich. Ja, das Holz. Ja, was es bestanden hat, einen gewissen Wert hatte, wie schnell das dann halt entwertet und faul wird und höchstens noch zu Brennholz zu gebrauchen ist. Das ist so ein schönes Beispiel aus der Geschichte von Henry Ford, als der seine Gummiplantagen in Südamerika machen wollte und ja, im Regenwald dann quasi besiedelt hat, eine Stadt aufgebaut hat. Und das Finanzierungskonzept sah vor, halt das Holz, was da im Rahmen der Rodung geschlagen wurde, halt mit zu vermarkten, zu verkaufen. Leider ist das Konzept nicht aufgegangen, weil in diesen tropischen Regenwäldern das Holz schneller verfault war, als es vermarktet werden konnte. Ja, das ist halt eine schöne Geschichte am Rande, was da ein Stück weit ja mit diesem ganzen Käferholz da auf und wo wir auch mit zu tun haben. So, jetzt haben wir ein paar Windhölzer aufgeladen. Begeistert bin ich nicht. Ich hoffe, dass ich gestern noch halbwegs ein paar Dachlatten rauskriege. Aber naja, Spaß hat seine Grenzen.